Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch das Klimabedienteil an meinem T-Roc R erklären. Es ist ein Touch-Bedienteil und es ist eigentlich baugleich beim T-Cross, Polo und anderen neuen VW-Modellen. Die Belegung der einzelnen Bedienelemente könnte eine andere Stelle am Display haben, aber ansonsten ist alles identisch. Es ist eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik verbaut, das bedeutet, der Fahrer und der Beifahrer können ihre eigene Temperatur unabhängig voneinander wählen. Das kann man auch am Display links und rechts sehen. Welche Tasten gibt es überhaupt? Ich fange mal ganz links an. Hier sieht man ein Sitzsymbol links und rechts mit einem Sitz- und Heizdrähten. Das ist die Sitzheizung. Die kann man bei mir in 3 verschiedenen Stufen durchschalten. Einige VW-Modelle bieten auch nur 2 Stufen an. Als nächstes haben wir die Taste, wo Max steht und dann die Windschutzscheibe abgebildet ist. Das ist die Funktion Max Defrost. Wenn ich diese Taste drücke, wird die ganze Heiz- und Lüfterleistung direkt auf die Frontscheibe abgegeben. Das hört man dann auch gleich. Diese Funktion brauche ich zum Beispiel im Winter, um die Scheibe schneller zu enteisen oder bei Regen schneller die Feuchtigkeit im Inneren von der Scheibe zu bekommen. Das Symbol rechts daneben ist ähnlich, es zeigt die Heckscheibe an und es ist die Taste für die Heckscheibenheizung. Die funktioniert nur, wenn der Motor läuft und es enteist und beseitigt den Beschlag der Heckscheibe. Mit dieser Taste hier in der Mitte kann ich manuell einstellen, wo die Luft rauskommen soll. Wenn ich einmal drücke, kommt die Luft nur von oben, beim zweiten Drücken zusätzlich an den Füßen, beim nächsten Drücken alles im Fußbereich und dann immer so weiter. Wenn ich die Autotaste drücke, beende ich wieder die manuelle Einstellung. Rechts daneben ist die Sync-Taste. Sie dient dafür, um die Temperatur für den Fahrer und Beifahrer zu synchronisieren. Das bedeutet, dass die Temperatur bei gedrückter Taste gleich ist. Ist sie aus, kann man die Temperatur links und rechts separat voneinander einstellen. Das bedeutet, ist zum Beispiel dem Beifahrer zu kalt, kann er vom Fahrer unabhängig die Temperatur erhöhen oder gegebenenfalls senken. Diese Taste hier ist die Umlufttaste. Das bedeutet, ist die Taste gedrückt, kommt keine Frischluft mehr von außen ins Fahrzeug. Die vorhandene Luft wird im Fahrzeug nur umgewälzt. Diese Taste wird benutzt, wenn man verhindern möchte, dass Gestank von außen ins Fahrzeug gelangt. Mit dieser Slider-Taste in der Mitte verstelle ich die Lüfterstärke. Drücke ich links auf das Lüfterrad, verringere ich die Stärke und drücke ich rechts, erhöhe ich die Lüftungsstärke. Ich kann auch mit dem Finger drüber ziehen, dann erhöhe oder verringere ich die Lüftungsstärke ebenso. Mit der Autotaste beende ich immer die manuellen Einstellungen und komme in den automatischen Modus zurück. Die AC-Taste zeigt, dass der Klimakompressor an ist, also die Klimaanlage läuft. Ist die Taste aus, läuft nur die normale Lüftung. Die AC-Taste sorgt auch dafür, dass die Feuchtigkeit im Fahrzeug erkannt und besser beseitigt wird. Die Tasten unten links und rechts dienen dafür, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Drücke ich auf Blau, dann verringere ich die Temperatur und bei Rot erhöhe ich sie. Ich kann auch mit dem Finger von Rot zu Blau ziehen und dann verändert sich die Temperatur immer um 4 Grad. Durch einzelnes Antippen verändere ich die Temperatur immer um ein halbes Grad. Ist es draußen richtig heiß und ich möchte die maximale Kühlleistung haben, dann halte ich den Finger ganz lange auf Blau gedrückt. Wie ihr seht, habe ich die maximale Kälte. Drücke ich den Finger lange auf Rot, erreiche ich dann die maximale Heizleistung. Also links lange halten, Blau ist ganz maximal kalt und rechts lange halten ist maximal warm. Mit der Taste Menü kann man dann das Klimabedienteil auch vom Radiodisplay bedienen.
Man kann es sowohl im manuell wie auch im Automatikmodus bedienen und sämtliche Einstellungen wie am Klimabedienteil vornehmen. Ja, das war's auch schon. Dann ist nur noch die Off-Taste. Mit der Off-Taste schalte ich sowohl Klimaanlage wie auch die normale Lüftung komplett aus. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.